Nächstes Heimspiel zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und ich hoffe, dass dieses Heimspiel ein bisschen besser wird als das gegen den VfL Wolfsburg. Da haben wir ja leider nicht so gut ausgesehen und auch nicht so gut gespielt. 2-0 verloren zu Hause. Da hatte ich aber auch noch die erfreuliche Nachricht, dass wir doch in der Euroleague spielen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber jetzt, heute, soll es doch hoffentlich ein bisschen anders werden. Und zwar mit einem Sieg. Nachdem wir in Freiburg gewonnen haben, sind wir doch jetzt eigentlich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und ich hoffe, dass wir jetzt, bevor wir in die englischen Wochen reingehen, nochmal ein paar Punkte sammeln. Wäre ganz wichtig, weil wenn du dann in der Liga auch unten drin stehst und dann da auch Druck hast, gewinnen zu müssen, das habe ich nicht so gern. Und von daher schauen wir mal, dass wir hier heute gegen Gladbach zu Hause besser spielen. Das wäre ganz cool und natürlich dann auch gewinnen. Das wäre noch schöner. Ich glaube, die Gladbacher, ich weiß gar nicht, die sind auf dem 11. oder 8. Platz oder sind wir auf dem 11.? Ne, wir sind auf dem 11. Platz, glaube ich. Gladbach ist auf dem 8. oder umgekehrt. Sucht's euch aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Chance über Wagner. Linke Seite. Der muss auch mal ein bisschen mehr zeigen bislang. Bisschen blass geblieben, aber ihr seht, der ist schnell. Der ist sehr ballsicher, den greift keiner an. Und jetzt haben wir schon mal mehr Aktionen aufs Tor als im Heimspiel gegen Wolfsburg. Und ihr seht, Wagner, oh Gott, Soundeffekte. Terrazino im Tor. Der hat auch so einen Playstyle. Und er macht jetzt auch mal die Ecken. Ich glaube, oder ist Wanner da besser? Ja, der hat mehr Effet und bei Elfmetern. Dafür hat Wagner mehr Freischusspräzision und mehr Kraft. Wir machen mal Wanner. Warum wir da einen Linksfuß schießen, weiß ich auch nicht. Vernünftigen Rechtsfuß haben wir nicht. Aber der kann das auch ganz gut. Kopfball. Vorbei. Von Remberg. Da hätte ich mal auch entweder Chavez oder Ferry. Ja, der ist auch groß gewachsen vorne drin. Da bin ich auch sehr gespannt. Also ich bin allgemein gespannt auf die Saison. Gerade dann, wenn wir auch mal die Euroleague-Spiele gespielt haben. Wenn wir dann den Kader natürlich auch ab und an mal verändern müssen, weil Spieler am Arsch sind. Das ist auch ganz klar. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Wie wir spielen, wie sich die jungen Leute hier entwickeln. Und wir kommen wieder über Wagner. Wo ist Nacho Ferry? Ist er irgendwo in der Mitte? Da hinten ist er. Den kann man mal anflanken. Ball ist noch heiß. Jongwa. Und da ist er wieder Ferry. Ja, aber dann braucht er zu lang. Schade. Der erste Kontakt war wieder gut, aber dann der zweite. Da braucht er wieder zu lang. Wenn er dann noch ein bisschen schneller wird im Abschluss, hätte das auch eine gute Chance werden können. Und wieder Wagner. Es geht viel über links. Gerade in der Anfangsphase. So, wo ist Nacho Ferry? Egal, er macht Jongwa das alleine. Da kommt Kleindienst nicht hinterher. Jongwa! Und wieder zu unplatziert. Also es ist möglich, aus diesem Winkel ins kurze Eck zu schießen. Das habe ich schon einige Male geschafft. Aber man muss halt auch dann den richtigen Moment treffen. Kleindienst kommt vorne nicht in die Spur und natürlich wieder über links. Das ist die große Chance heute für uns. Gladbach hat auf der linken Seite heute Tag der offenen Tür. Aber Jongwa ist diesmal wieder alleine gegen Pereira. Jetzt brechen wir mal ab. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hinten rumspielen. Den Ball ein bisschen durchs Mittelfeld tragen und dann ist Ferry frei. Ja, allein wieder gegen alle. Was willst du machen? 3 Mann stehen da. Listesch ist frei. Listesch wird wieder geblockt. Das ist halt so nervig. Und dann machen wir es wieder über den Flügel. Über Wanner. Poso ist da. Und jetzt Jongwa in der Mitte sehen. Da ist er. Da ist Jongwa. Und das erste Heimtor. Für unsere Preußen. Wir können es doch. Und die Atmosphäre. Das ist gleich was ganz anderes. Ausgebautes Stadion. Bisschen enger zusammen. Da ist eine ganz andere Stimmung gleich. Das erste Mal glaube ich, dass wir über rechts dann spielen. Dann funktioniert auch die Flanke und dann auch der Kopfball. Ja, und Jongwa ist da, wo halt ein Offensivmann zu stehen hat. Da hätte ich zwar eher Ferry erwartet, aber wer die Tore macht, im Prinzip ist mir sowas von Latte. Wir führen auf jeden Fall 1:0. Wir haben unser erstes Heimtor in der Saison. In unserem neuen Stadion. Also haben wir das von der Liste schon mal abgearbeitet. Jetzt gilt es, das hier auch nach Hause zu bringen. Und vielleicht noch ein zweites Ding dann oben drauf zu legen. Weil wir spielen eigentlich richtig gut. Aber die Gladbacher kommen. Der Gegner, die machen meistens aus nichts ein Tor. Damit müssen wir immer rechnen. Von daher müssen wir immer auch mal mindestens 2 Tore schießen. Außer in ganz seltenen Fällen. Da reicht auch mal ein Tor. Oh, Zaniolo, gut gemacht. Keine Chance. Und die erste Chance für Gladbach. Durch Zaniolo. Also auch da wieder ein ganz, ganz wilder Transfer. Genauso wie Calafiori bei Union Berlin.
Das habe ich auch nicht verstanden. Den hätte ich halt auch gerne gehabt. Aber dass der zu Union ist, jetzt haben wir da noch einen Italiener, Zaniolo, bei Gladbach. Der hat es halt auch durch eine gute Aktion, durch eine gute Einzelaktion geschafft. Und der ist jetzt wahrscheinlich gleich wieder da. Ne, Tim Kleindienst haben wir gut im Griff. Der kriegt momentan noch nicht so viel hin, Gott sei Dank. So, und dann spielen wir einfach mal hinten rum. Einfach mal den Gegner ein bisschen laufen lassen. Natürlich nicht so langsam spielen, aber irgendwo müssen ja die Lücken sein. Ich werde ja nicht hier unnötig einen Fehlpass spielen. Nacho Ferri lässt sich mal fallen. Läuft jetzt nach vorne, das ist gut. Macht einen guten Laufweg. Wagner, der ist auch mega schnell. Und jetzt eine gute Flanke, aber nicht so kurz. Wanner kommt leider auch nicht ran. Und Listes holt sich den Ball. Das wird auch einer der Leistungsträger in der Saison hoffentlich werden. Der hat eine gute Stärke. Oh, Jongwa läuft durch. Guter Ball, hoffentlich kein Abseits. War es auch nicht. Von daher hätte ich den Ball nochmal annehmen können. Aber so Bälle wie an der Schnur gezogen im richtigen Moment. Also Frank Lampard und Steven Gerrard wären sehr stolz auf ihn. Aber Gladbach kommt wieder. Achtung, nächste Chance. Aber Chavez, unser neuer brasilianischer Innenverteidiger, ist da. Jongwa, der winkt wieder. Der hat heute richtig Lust. Schöner Ball von Wanner. Dann kriegen wir den Einwurf, ist aber für uns. Ne, ja, ist für uns. Ja, eine sehr aufregende erste Halbzeit. Also Gladbach hätte auch zum Ausgleich kommen können. Wir hätten auch vielleicht schon ein zweites Tor machen können, weiß ich nicht. Aber wir führen. Das ist wichtig, das ist die Hauptsache. Und irgendwo werden sich dann Lücken ergeben durch die Laufwege, die wir machen. Ferry Jongwa. Keine Anspielstation, da haben wir Jongwa. Komm, jetzt muss er durchlaufen. Ich glaube, Castañeda ist es. Ja, Jongwa gegen Pereira. Pereira hat heute echt schlechte Laune wahrscheinlich nach dem Spiel. Achtung, Wanner kommt da nochmal ran. Der muss da zum 4., 5. Mal ins Sprintduell mit Jongwa. Da wäre mir als Verteidiger schon die Lust am Spiel vergangen, glaube ich. Aber das ist gut so, wenn denn dem so ist. Wir führen 1-0, verdient unterm Strich. Ja, ihr seht 6:1 Schüsse. Das war halt der eine Schuss von Zaniolo, ne? Der hätte auch reingehen können mit ein bisschen Glück. Wir haben ein bisschen Qualität noch. Randall, da wollte ich ja Fridtjonsson hin tun. Und Randall wollte ich mal entlassen. Der soll wieder zu Disneys große Pause gehen. Soll da seinen Unfug treiben auf dem Schulhof. Und soll uns hier in Ruhe lassen. So, jetzt mal erste Chance vielleicht. Direkt nach der Pause. Wanner. Wäre doch ganz schön, so mit einem 2-0 reinzustarten. Wanner ist da. Oh, schöner Ball, Listes. Bisschen zu kompliziert, aber war gar nicht schlecht. Hinter die Abwehr, genau die Bälle müssen es sein. Und dann machen wir Druck. Wenn wir denn die Chance kriegen. Ah, die Gladbacher, was ist das für ein Ball? Der kommt bestimmt noch an. Zaniolo ist unten. Oh, der ist ja auch schnell, aber Ishii auch. Und Ishii läuft den ab. Oh, gefährliches Ding, Sinamoy. Ach du Scheiße. Aber das macht eine Spitzentruppe. Ihr seht, wie das hier geht. Bei Preußen Münster. Da spielen wir das auch so riskant hinten raus. Und das klappt halt auch noch. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sich Sinamoy den Ball selber reinhaut. Aber zum Glück nicht. Wanner. Und jetzt Listes. Oh, schade. Aber der kriegt nochmal die zweite Chance. Jetzt schnellerer Abschluss. Die warten auch immer zu lange, ja? Genauso dieses verzögerte in sich zusammensacken. Schlechten Ping oder so gehabt, aber der muss schneller zum Abschluss kommen. Alle im Prinzip. Eine Sekunde schneller. So, wer geht hin hier? Poso oder Wanner? Ja, Poso macht das, weil Wanner geht wieder auf die Außen. Nimmt aber Poso und Listes natürlich mit. Der ist überall. Der ist überall und spielt den Ball. Genau, der muss gespielt werden und Wanner muss auf Ferri spielen. Nacho Ferri! Was macht er denn? Die XXL-Chance. Alles gut gespielt und dann so weit drüber. Schon 1-2 Meter. Das hat er gegen Hoffenheim besser hinbekommen und gegen Freiburg. Das war mit das schwerste Ding, den drüber zu schießen. Also es war schwerer, den drüber zu schießen, als den nicht reinzumachen. So wollte ich das sagen. Aber egal, es geht weiter. Nächste Chance. Und wieder Jongwa gegen Pereira. Und wieder Nacho Ferri. Vielleicht aus einer Einzelaktion. Ja, ist halt niemand da. Wagner ist da. Jongwa lässt sich mal nach hinten fallen. Oh nein, schlecht mitgenommen. Schlechter erster Kontakt. So, und wieder die Gladbacher. Vorhin über Kleindienst. Jetzt mal in Aktion gegen Chavez. Und auch Poso kommt dazu. Poso gut gemacht. Und jetzt halt der Eckball. Und da kann jede Mannschaft ein Tor schießen aus einer Ecke. Spielen sie kurz. Nee, Flanke kommt rein. Geht einer hoch, Castañeda. So, jetzt ein schöner Ballgewinn durch Listes vielleicht. Ja, nee. Dann hätten wir eine schöne Chance gehabt,
zu kontern. So kommt Gladbach. Achtung, nächste Chance. Und der Ausgleich. Es kann nicht wahr sein. Ey. Wir kassieren die Tore immer wieder auf dieselbe Art und Weise. Also das ist krass. Also, dass er da durchkommt, beziehungsweise so ein Ball dann auch noch ankommt. Dann nimmt er den direkt. Dann hält Sinamoy halt das, was zu halten ist. Und das zweite Ding, da kannst du dann nur zuschauen. Ja gut, dass wir das Tor nicht sehen. Dass die Tribüne da im Weg ist. Aber das ist auch wieder so ganz typisch. Ganz typisches Gegentor, was wir wieder hier gefangen. Aber gut. Kannst du machen, nix. Kannst du dich nur gegenwehren, gegenstemmen. Vielleicht gleich mit der Antwort. Wieder Jonga mit dem Kopf. Ferry müsste den kriegen. Und jetzt Wanner, komm, schön gezirkelt. Aber wieder ist ein Mann dazwischen. Das gibt's halt wirklich nicht, ey. Listesch gegen Pereira. Anderer Gegenspieler. Wanner ist da frei. Ja, den wollte ich anspielen. Da ist er. Da ist Wanner. Aber auch nicht gut. Da hätte ich mir auch nochmal eine kurze Vorlage gewünscht mit links. Und dann den Abschluss. Dann wäre der gefährlicher gekommen. Und wieder Zaniolo, der ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen blasser. Der ist gut aufgehoben. Bei Wagner. Castañeda, da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Der Ball sollte eigentlich über Castañeda hinausgespielt werden, ins Mittelfeld. Da sollte eigentlich auch nicht hin, aber egal. Jetzt haben wir Listesch. Die Gladbacher, die laufen das echt gut zu. Jetzt außen Poso gegen Mincarelli. Wo ist einer frei? Listesch. Und jetzt fehlt da noch einer. Da am 16er, da müsste jetzt nochmal einer stehen. Castañeda muss da eigentlich schneller schon hingehen. Dann machen wir es halt so. Listesch, ja, der Versuch. Wir spielen jetzt gerade auch wieder ein bisschen Handball. Es ist gerade sehr, sehr schwer, das so auseinander zu friemeln. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir hier noch eine Chance kriegen. Jetzt wäre die nächste Chance fast da gewesen, wenn Listesch den Ball da durchbekommen hätte. Jetzt die Gladbacher. Über Kleindienst. Oh, der setzt sich da gegen 2-3 Mann durch. Chavez ist aber da. Ganz souverän. Achtung. Der war fast schon wieder ein bisschen zu kurz gespielt. Jetzt die Chance. Wie schnell können wir umschalten? Über Listesch. Oben Wanner. Wenn er den kriegt. Ah, zu sehr in den Rücken. Es fehlt nicht viel. Der Ball ist eigentlich schon drin. Ich merke das schon. Der Ball ist fast schon drin. Ah, es ist immer einer dazwischen. Guck, es ist egal, was du machst. Die KI, jetzt kriegen wir mal einen Freistoß. Die KI ist überall direkt immer auf den Füßen. Wahnsinn. Absoluter Hammer. So, haben wir den guten Freistoßschützen? Was ist mit Wanner? Was ist mit Wagner? Listesch, Wanner, Castañeda. Die können das allerdings so gut. Wagner ist somit der Beste. Wir probieren das jetzt mal. Komm, Wagner. Freistoßtor. Hatten wir überhaupt schon mal ein Freistoßtor? In Münster wäre jetzt mal an der Zeit. Also Wagner hier über den Spieler drüber. Und rein zum 2-1. Komm, das wäre so wichtig. Kai Wagner. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. Das macht Wagner jetzt gleich nochmal von links. Irgendeinen Kopfballstarken, Ferry zum Beispiel, Chavez. Komm Jungs, ihr habt alle einen Körper wie ein Stier. Jetzt macht mal was draus. Nacho ist da! Aus 5 Metern. Es hat irgendwie nicht sollen sein. Schade, da kriegt er den nicht gedrückt. Er will ihn nach unten drücken, aber fehlt ihm dann so ein bisschen das Timing wahrscheinlich im Sprung. Ja, und so gehst du wahrscheinlich mit einem 1-1 hier aus dem Spiel, wenn es denn dabei bleibt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir noch... Und wenn es in der letzten Minute ist, hier noch eine Chance kriegen. Jong war jetzt vorne auf Ferry. Ah, hoch. Spiel ihn doch hoch. Warum spielt er den denn immer flach seit Neuestem? Die spielen so Bälle auch immer flach. Die kommen irgendwie nie hoch. Der war aber gut gespielt. Und jetzt aber quer auf Jong. Schieß ihn doch rein. Er braucht auch wieder zu lange. Anstatt er direkt schießt, nimmt er den erst nochmal an. Raucht noch eine Zigarette zwischendurch. Das dauert aber zu lang. Das dauert einfach zu lange. Stöger mittlerweile auch drin, hat die 32, ist also gar kein Stammspieler mehr, oder wie? Gladbach kommt nochmal über Francolino. Achtung! Die Chance für Gladbach. Francolino gegen Ischi kommt auch nicht ran. Und Sinamoy muss da nochmal Kopf und Kragen riskieren. Elvedi kommt für Vandenbosch. Nochmal eine Ecke für Gladbach jetzt. Aufgepasst. Die schlägt Kone. Ischi muss nochmal ran und dann wird es wahrscheinlich... Ja, warte mal, beim 1-1 bleiben. Gladbach kommt nochmal. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Guck mal, wie oft die hin und her wackeln. Oh, jetzt kriegen wir den nicht geklärt. Weigel und Ischi und jetzt ist es aus. Jetzt ist es vorbei. Also, wir müssen nach wie vor auf den ersten Heimsieg warten. Zumindest mal ein Unentschieden. Da war aber auch wieder mehr drin.
Weil wir einfach vorne es zu kompliziert machen. Wir brauchen zu lange, um dann mal zum Abschluss zu kommen. Und dann spielen wir halt auch heute nur, leider, unterm Strich, 2 Punkte zu wenig. 1-1 gegen Gladbach. Ja, sehr schade. Da wäre, wie gesagt, mehr drin gewesen. Frankfurt unentschieden, St. Pauli unentschieden, Dortmund gewinnt. Aber gut, jetzt bereiten wir uns anscheinend auf das erste Europacup-Spiel vor. Wahnsinn. Bei Dynamo Kiew. Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich immer noch sehr, sehr cool. Finde ich sehr, sehr, ja, ist einfach nicht real. Also Münster in der Ligaphase Europa League bei Dynamo Kiew. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich auch ein bisschen rotieren müssen und gucken mal, wen Kiew so alles hat. Vielleicht kennt man da jemanden. Ceballos sagt mir was, aber es ist nicht der. Das ist, glaube ich, ein anderer. Also ich sag mal, ich kenne niemanden von Dynamo Kiew, auch auf der Bank. Aber das muss ja nicht immer was Gutes oder was Schlechtes sein. Die haben auf jeden Fall 2 Siege gehabt in den letzten 5 Spielen. Oder letzten 4 Spiele. Und es ist real, wir spielen Europa League. Wir spielen nicht in der Conference League, was ich gedacht hätte, was ihr wahrscheinlich auch gedacht habt und ich auch. Wir spielen tatsächlich in der Europa League. Bei Dynamo Kiew. Das wird eine richtig, richtig schöne Reise. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber jetzt doch noch nicht. Ach Quatsch, ich war schon völlig geblendet. Wir können ja mal gucken, ob schon Spiele gespielt worden sind. Wolfsburg ist übrigens auch mit dabei. Das heißt, wenn Wolfsburg mit dabei ist, die waren ja, glaube ich, einen Platz hinter uns. Heißt dann auch, dass der 7. theoretisch mit in die Conference League oder in die Europa League gekommen wäre? Oder... Weil die waren ja einen Platz hinter uns. Oder waren 2 Plätze? Wer spielt denn in der Conference League? Können wir mal in die Conference League schauen? Wer spielt denn da aus deutscher Sicht? Da müssten wir ja dann eigentlich auch noch eine deutsche... Der VfB, okay, die waren 7. Wolfsburg war vor uns. Also der VfB 7. Das heißt, Platz 7 wäre in der Conference League. Und wir sind ja 6. geworden, also Euroleague. Merke ich mir für die nächsten Male. Und Platz 5 und 6 ist wahrscheinlich Euroleague. 7. ist Conference League und die ersten 4 Champions League. So wird ein Schuh draus. Also unser erstes Europacup-Spiel bei Dynamo Kiew. Wer das verpasst, ja Freunde, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also wir haben da jetzt 2 Saisons drauf hingearbeitet. Und jetzt dürfen wir endlich mal die Früchte ernten. Also macht's gut, wir sehen uns beim Spiel gegen Dynamo Kiew. Ciao, ciao.